Mit FOD ist es nicht nur möglich, digital zu publizieren, sondern die systematische Metadatenbeschreibung und Annotation der Dokumente ist auch hervorragend dazu geeignet, eine Druckpublikation zu erstellen. Hierfür ist in FOD eine LaTeX-Schnittstelle implementiert, die es ermöglicht, einen automatisierten Rohsatz aus ausgewählten Dokumenten zu erstellen. Es kann ein projektspezifisches LaTeX-Skript in einer FOD-Instanz hinterlegt werden, sodass es möglich ist, nah an das spätere Publikationslayout heranzukommen, um sich so einen ersten Eindruck zu verschaffen, wie die Dokumente später im Druck aussehen könnten. Neben dem PDF-Dokument wird auch die LaTeX-Version mit ausgegeben, auf deren Basis die Feinsatzarbeiten erfolgen können. Wenn Sie sich eine Druckversion eines oder mehrerer Dokumente einmal anschauen möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Exportieren und wählen die Exportoption LaTeX aus. Es öffnet sich danach der bekannte Öffnen-Dialog. Sie können nun entweder ein Dokument oder mit gedrückter STRG-Taste mehrere Dokumente auswählen. Mit dem Button Ausgewählte Dokumente exportieren starten Sie den Export. Je nachdem, wie viele Dokumente Sie ausgewählt haben, kann der Prozess etwas länger dauern, weil nun auf dem Server die Dokumente in LaTeX zusammengeführt und anschließend in ein PDF umgewandelt werden. Ist dieser Prozess abgeschlossen, werden Sie aufgefordert, einen Speicherort auszuwählen. Gehen Sie auf den von Ihnen ausgewählten Speicherort und öffnen Sie das PDF-Dokument. In die FOD-Webinar-Instanz ist ein generischer LaTeX-Export integriert, der für alle Dokumenttypen gleich ist. Deshalb sind in dem Dokument nun alle Metadaten mit dem Feldnamen davor tabellarisch aufgeführt. Wenn Sie in den Volltext schauen, sehen Sie, dass alle Notizen in Fußnoten umgesetzt wurden, wobei jede Notizenkategorie einem eigenen Fußnotenapparat entspricht. Am Ende des Dokumentes sind alle Analyseindizes als Register enthalten, die mit diesen Dokumenten verknüpft sind und verfügen über eine Seitenreferenz. Wie gesagt, wie die Dokumente gesetzt werden, das ist abhängig von dem hinterlegten LaTeX-Skript und kann individuell angepasst werden. Um einen fertig erfassten, redaktionell bearbeiteten und annotierten Brief auf der angeschlossenen Webseite zu publizieren, ist die Webinarinstanz so eingestellt, dass nur Dokumente, die in dem Status 90 Publikation versetzt wurden, in der Webpräsentation auffindbar sind. Dafür müssen Sie auf der Workflow-Registerkarte den Bearbeitungsstatus entsprechend verändern. Bis das Dokument in der Publikationsumgebung zu sehen ist, müssen Sie sich 5 bis 10 Minuten gedulden und können es dann auf der Webseite www.fud-webinar.uni-trier.de auffinden.